Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf W60. Es ist einer der letzten Tage, einer der letzten Videos, die wir hier auf dem Server bestreiten werden. Und wir hatten letztes Mal einen Livestream gemacht, wo wir nochmal zum Fest der Festungs-Event uns nochmal komplett neu equipped haben, was Steine angeht, auf einer besseren Minenstufe, mit einer besseren Ritterhalle und haben nochmal versucht, alles rauszuholen, was geht. In dem Livestream haben wir insgesamt 4 Level gemacht. Wir sind von 379 auf 383 und viel mehr ist seitdem her nicht mehr drinne gewesen. Es ist nicht mehr passiert und ja, es wird wahrscheinlich auch nicht viel mehr passieren. Deswegen, ja, der letzte finale Push auf dem Server ist hier passiert, in halt eben diesem Livestream, und ja, es reicht für 383. Wir haben noch 5 Tage vor uns. Am 6.6. ist dann W60 200 Tage alt und am 7.6. um 17 Uhr, das kann ich schon mal ankündigen, gibt es dann einen Livestream, ja, wo ich dann halt quasi meine Wettschulden einlösen werde. Und das könnt ihr natürlich sehr gerne live mitverfolgen. Es gibt da wahrscheinlich noch mal ein kleines Best-of dann nächsten Tag dazu, für die Leute, die sich da den kompletten Stream nicht reinziehen möchten. Und die Chancen in den Dungeons sehen jetzt mittlerweile auch nicht mehr so gut aus. Ich habe unsere Begleiter fast komplett alle mit schwarzen Edelsteinen verziert, da wir ja auch relativ viel geskippt haben. Wir haben für 9 neue orange Gems relativ preisgünstig, sag ich mal, in Anführungszeichen, die bekommen. Wir haben ca. 2000 Pilze dafür ausgegeben für Steinskips, ne? Dabei kostet aber halt so ein Skip halt eben hier auch 39 Pilze, also das ist echt nicht ohne. Da hätten wir viel mehr Pech haben können, ja, denn wir haben ja noch nicht so viele Items im Sammelalbum hier, was legendäre Einträge angeht. Und deswegen haben wir da dementsprechend auch noch nicht so eine hohen Chancen, orange Edelsteine zu ziehen. Und ja, dafür waren wir aber, sag ich mal, relativ lucky unterwegs gewesen. Hier ist nochmal der letzte schwarze Edelstein für unseren Bertram hier und jetzt ist das auch tatsächlich komplett. Ja, wenn wir einen Blick werfen auf die aktuellen Chancen in den Dungeons, dann sehen wir, ist hier jetzt nicht mehr allzu viel großartig möglich so, ne? Und selbst wenn die alle hier fallen würden, dann würde es auch vorne und hinten nicht ausreichen, dass ja, wir noch hier irgendwie ansatzweise auf das Level kommen. So, ne? Wir haben nochmal für die Stufe nochmal gut Level gemacht. Ich sag mal 4 Stufen ja, in dem Bereich ist, denke ich mal, schon nicht verkehrt, aber es reicht halt eben nicht aus. Ich muss sagen, oh, sehr nice, dann haben wir nochmal einen mehr. Ich muss sagen, das Ding mit dem Arena Manager, das hat echt gut reingeknallt, ne? Dass wir hier ohne Arena Manager durchziehen und so. Ne? Ich hatte mich zwar einmal über die App verklickt gehabt und hatte einmal aus Versehen geopfert, aber damit habe ich mir auch selbst ins Bein geschnitten, weil ich halt die neuen Items auch nicht mal anlegen darf, weil ich halt ohne Runen spielen möchte. Deswegen, ja, nochmal zusätzlich obendrauf nochmal ein Handicap selbst nochmal ans Bein gebunden, ne? Und ja, wir versuchen heute nochmal in einem der letzten Videos hier, ich gucke nochmal gerade, welche Gegner wir als nächstes hier besiegen können, einer der letzten Videos nochmal so viel rauszuholen wie möglich, dass wir uns ja der Stufe 400 so gut wie möglich nähern. Schaffen tun wir das nicht, aber trotzdem geben wir hier noch weiterhin unser Bestes und ja, dann ist meine Zeit hier auf dem Server W60 dann auch so langsam, aber sicher vorbei. Dann sind wir hier mittlerweile 200 Tage auf dem Server unterwegs. Alles andere als perfekt gespielt natürlich, ne? Da mir auch immer noch ein paar Sammelalbum-Einträge fehlen und so. Ich bin ehrlich, ich habe die Challenge, ja, auch wenn ich es selber besser machen wollen würde, ich habe die Challenge relativ halbherzig genommen, so an sich, weil ich gemerkt hatte, okay, die Idee ist nice, aber innerhalb der 200 Tage, und das muss man mir dann halt auch einfach nachsehen, da fehlt es dann halt wirklich bei mir persönlich, privat halt einfach
ganz, ganz doll an der Zeit, noch einen 4. Server aktiv zu betreiben. Das habe ich jetzt auch nochmal gemerkt und das wird mich auch in meiner Entscheidung für zukünftige Server auch nochmal bestärken. Wenn nochmal die Frage kommt, ob ich nochmal irgendwo langzeitmäßig anfangen möchte, dann wird da meine Antwort auch immer Nein sein. Es sei denn, ja, keine Ahnung, es sei denn, weiß ich nicht, es kommt nochmal irgendwie eine neue Klasse, die mich nochmal so übelst krass begeistert und abholt, dass ich die spielen muss. So, ne, dann würde ich vielleicht sagen, okay, ja, ich habe da schon mal wieder Bock drauf, so. Ich hätte auch, das muss ich auch mal so sagen, ich hätte auch wirklich Lust und Laune an so einem Serverstart wirklich extrem tryhard nochmal dran teilzunehmen, richtig rein zu grinden, rein zu suchten, mit einer geilen Gilde, geilen Community, natürlich nicht als Gildenleiter, sondern halt irgendwie nur als Mitspieler, weil das ist mir dann zu viel Arbeit auch dann wieder als Gildenleitung, nochmal irgendwie da so, ja, just for fun richtig rein zu grinden und dann halt eben auch durchzuziehen. Aber ja, ich habe halt gemerkt, der 4. Account, das ist einer zu viel. 3 sind für mich persönlich noch in Rahmen. Ich persönlich lieber würde aber 1 bis 2 Charaktere bevorzugen. Wenn die Umstände jetzt sind, wie sie jetzt gerade sind. Hätte ich mehr Zeit für Shakes and Fidget und das alles hier, ne, für YouTube und sowas, dann klar, kein Problem. Dann kann man auch einen 5., 6. Account sich überlegen, ob man den spielt, so, ne? Aber das ist halt eben neben dem Privatleben und der Arbeit und was man alles noch für andere Verpflichtungen hat, halt eben relativ schwierig umzusetzen. Das müsst ihr mir einfach nachsehen. Und dementsprechend werde ich halt eben auch mit dieser Nicht-Disziplin, die ich hier an den Tag gelegt habe, auf W60 halt eben damit bestraft und muss halt eben dann halt auch dahingehend meine Schulden einlösen. Das ist ja selbstverständlich irgendwo, ne? Das mache ich ja auch. Dafür muss ich dann halt eben Buße tun, ne? Für meine Faulenzerei hier, beziehungsweise halt für das, was halt eben auf der Strecke blieb. Und es ist sehr schade, weil W60, muss ich tatsächlich sagen, auch wenn es wieder der Magier bei mir gewesen ist, ne, weil ich halt einfach den Magier, ich hatte ja den Magier hier auf den Server gestartet, aus dem Grund, weil ich halt, das neue Game, was hier halt alles neu ist, so mit den neuen Dungeons, dem neuen Overlay, ist ja alles neu gemacht worden. Das wollte ich mit meiner Main-Klasse nochmal erleben. Und da ich ja nur zeitlich begrenzt auf dem Server spiele, wusste ich ja im Vorhinein, dass ich den nicht Langzeit spielen werde, den Magier. Und dementsprechend habe ich mich dann für die Klasse dann entschieden. Und diese Challenge, die kam dann halt erst spontan, irgendwie so, ne? Und deswegen, ist es halt eben der Magier geworden. Und auch selbst wenn es die Klasse ist, die ich schon mal, schaffen noch ein paar Etagen hier, wenn es die Klasse ist, die ich schon mal gespielt hatte, die ich schon mal ins Late Game gebracht habe, das alles hier auf W60 mit der Gilde, auch so mit der Gilde, mit der Wing-Gilde, sag ich mal, der Irrenanstalt, ne? Das ist eine coole Zeit gewesen auf jeden Fall. Das sind coole Leute, die hier coole Sachen auf die Beine gestellt haben. Das war spannend zu beobachten, auch für mich selbst, ne? Was ja auch irgendwo ein Einschnitt gewesen ist in mein Projekt, dass die Gilde halt eben so krass zerfallen ist, dass die halt eben kurz vor dem Ausstand, ne, die Irrenanstalt mit 20, 30 Leuten da nur noch drinne, und ich halt gesagt habe, okay, ich bleibe halt hier drinne, weil ich bin hier eh nur temporär und meine Chancen stehen eh nicht mehr so gut, bleibe ich in der Gilde, ne? Und dass die sich dann nochmal so gefangen und erholt haben und so, und jetzt nochmal kurz vor Ende den Switch, weil ich halt in der Main-Gilde noch die letzten Tage gebraucht wurde, dass ich hier auch nochmal auf die letzten paar Tage hier nochmal am Start bin und hier nochmal unterstütze, auch in Bezug auf den Elevator und so, ne? Da gebe ich jetzt hier auch nochmal mein Bestes, und das war schon echt cool zu beobachten auf jeden Fall. War eine spannende Zeit, war eine coole Zeit, auch wenn ich jetzt, ne, nicht so gildenaktiv bzw. chataktiv immer sein kann, ne, aus genannten Gründen halt eben, weil ich war nicht mal für meinen eigenen Char auf dem Server hier großartig da. Wie soll ich denn noch für den Gildenchat da sein? Das ist einfach, ja, fast unmöglich, sag ich mal so. Hat es trotzdem auf jeden Fall Spaß gemacht, die Zeit, ne? Und jetzt sind wir schon, ja, jetzt sind es nur noch 5 Tage, ne? Am 6.6. ist es dann soweit,
Da haben wir die 200 Tage erreicht und am 7.6. werden dann die Wettschulden eingelöst in Form eines Livestreams und dann, ja, kommt der Bart ab. Wird für mich, denke ich mal, auch wieder eine Umstellung sein, wird für euch bestimmt auch, denke ich mal, erstmal ungewohnt sein, aber ich kann euch versichern, die Haare unterm Kinn wachsen auf jeden Fall schneller als die Haare auf dem Dötz. Deswegen bin ich da jetzt nicht ganz so traurig, sag ich mal, dass der abkommt. Jetzt gerade auch, wo es wieder Sommer wird und es wärmer draußen wird, ist okay, sag ich mal, weil innerhalb von 1-2 Monaten ist er wieder auf so einer Länge, da werdet ihr kaum Unterschied sehen zu jetzt. Und deswegen alles cool. Ist auf jeden Fall was, womit ich easy leben kann. So, ne? Ist auch mal wieder erfrischend, sag ich mal. Auch ein Neustart für mich. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, wo stehen wir eigentlich jetzt hier als Gilde? Der Garten des Bösen. Wo sind wir? Auf Platz 12. Ja, W60 ist ein heftiger Server, ich sag's euch so, wie es ist. Also falls ihr noch mal irgendwo starten wollt, W50, W60, das sind so Server, die sind extrem aktiv. Guck mal, also der Server ist ja jetzt, wie gesagt, ja auch schon 200 Tage alt, ne? Guck mal, wie nah die ganze Konkurrenz hier beieinander steht so. Das ist sehr erstaunlich, muss ich sagen. Und das spricht natürlich auch alles für einen aktiven Server. Selbst ich in der Ehrenhalle so, ich meine, ich bin zwar jetzt niemand, der jetzt krass auf Gold gegangen ist, weil ich halt pur auf XP gegrindet habe, so, ne? Aber selbst ich, der hier ja auch schon ordentlich was gelassen hat auf dem Server, ist hier, ja, in den Top 400 gerade mal so, ne? Und das ist schon echt krass auf jeden Fall, wie stark aktiv dieser Server hier ist. Deswegen, ja, kann ich euch da auf jeden Fall empfehlen, falls ihr noch hier weiter spielen wollt auf dem Server oder anfangen wollt, ne, kann ich euch sehr ans Herz legen. Garten des Bösen ist eine coole Gilde, genauso aber auch die Irrenanstalt. Irrenanstalt für die Leute, die noch nicht ganz so hoch sind, kann ich da auch auf jeden Fall nur Gutes erzählen. Steht auch unter einer guten Leitung und habe da auch sehr positive Erfahrungen gemacht und deswegen beides Gilden auf jeden Fall. Ja, die jetzt, denke ich mal, sich wieder gut gefangen haben und ja, ich meine, das ist jetzt quasi eine 100-Mann-Community hier durch diese 2 Gilden auf dem Server und da ist, denke ich mal, einiges los, ne? Deswegen gehen da auf jeden Fall die Grüße an Garten des Bösen und Irrenanstalt raus, aber auch an alle anderen Leute hier auf dem Server W60, die hier noch weiterhin aktiv durchziehen, ne? Denen wünsche ich hier auch alles Gute. Und viel Erfolg weiterhin hier, ne? Gebt weiterhin schön Gas und ja, mit ein paar Leuten hatten wir hier auch Kontakt gehabt. Viele wollten mich auch in ihrer Gilde haben, obwohl die auch wussten, dass ich nur 200 Tage durchziehe. Das weiß ich auch sehr zu schätzen, ne? Ich meine, ich bin ja auch irgendwo mit dem Account ja schon ein kleiner Mehrwert, so. Es gibt halt auch deutlich stärkere, aber es gibt halt auch viele Gilden, die deutlich schwächer sind, die natürlich auch ja, so jemanden wie mich halt sehr gerne dabei gehabt hätten. Deswegen bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Guck mal, hier ist sogar, sehe ich gerade auch der Rudos mit dem Goblin-Kartell auf dem Server hier unterwegs. Ne, auch Grüße raus an der Stelle. Also es ist schon ein cooler Server, muss ich mal so sagen. Ist echt nice gewesen. Ja, mal schauen, ob ich nochmal ein Video zu W60 bringen werde. Ich denke mal, eins kommt definitiv noch vom letzten Tag von W60 hier. Das wird, denke ich mal, auch das letzte Video sein. Und ansonsten nochmal dann, ja, sehen wir uns dann danach zum Bart abrasieren. Ne? Gut, das war's soweit von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen lieben Dank und ja, wenn es der Fall sein sollte, lasst eine Bewertung, Kommentar dazu gerne da und wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.